Gestern war der erste Teil der Winterlaufserie in Nürnberg. Die 10 Kilometer standen hier an, auf die ich mich jetzt die letzte Woche vorbereitet hatte. Ich hatte ja dazu auch ein Video vor 5 Tagen gemacht bezüglich meiner letzten Einheit auf der Bahn, die spezifisch eben auf dieses Event gerichtet war. Ansonsten habe ich jetzt mit dem Training nicht großartig rausgenommen. Es waren trotzdem insgesamt etwa 23 Stunden Trainingszeit in der Woche. So eine leichte Nervosität, auch wenn es jetzt kein super wichtiger Wettkampf war. So eine leichte Nervosität ist dann natürlich doch vorhanden. Der Wecker hat um 6:15 Uhr geklingelt am Renntag und dann ging es um 7 Uhr schon los nach Nürnberg, etwa eine Stunde Fahrzeit von Bayreuth. Dann waren wir etwa eine Stunde vor Startschuss vor Ort, haben uns die Startanlagen abgeholt, sind nochmal 4 bis knapp 5 Kilometer eingelaufen und ja, dann ging es um 9 Uhr los. Die Hauptkonkurrenten kamen eigentlich hier alle aus Bayreuth, also die kannte ich eigentlich schon. Natürlich, man weiß bei solchen Events nie, ob da noch irgendeine andere Rakete mit am Start steht. Vor dem Wettkampf gucke ich mir schon mal oder überfliege ich schon mal die Startliste. Aber gut, ich kenne jetzt natürlich auch nicht jeden schnellen Läufer, dementsprechend befasse ich mich da jetzt auch nicht so sehr damit. Am Samstag ist es hier schon ziemlich kalt geworden in Bayreuth, also wir hatten Minusgrade, es hat angefangen zu schneien. Wir hatten eine gute Schneeschicht schon hier und ich habe schon befürchtet, dass das am Sonntag eine ziemliche Rutschpartie wird. Im Endeffekt war es dann in Nürnberg doch ein bisschen wärmer, also wir hatten jetzt zumindest keinen Schnee auf der Laufstrecke, aber es war ja doch teilweise eben eine Schotterstrecke und da waren halt doch schon große Pfützen, sage ich jetzt mal, und auch mit dem feuchten Laub war das teilweise schon eine rutschige Angelegenheit. Also es waren jetzt bei Weitem keine schnellen Bedingungen, aber insgesamt, denke ich, hätte es noch deutlich schlimmer kommen können. Wir konnten trotzdem einigermaßen vernünftig laufen, aber ja, gerade in manchen Kurven muss man dann doch schon rausnehmen im Tempo, um da nicht auf die Nase zu fliegen. Ja, nachdem der Startschuss gefallen ist, wollte ich natürlich mich gleich vorne an die Spitze setzen und versuchen, wirklich eine gute Geschwindigkeit schon von Anfang an zu laufen. Ich habe jetzt nicht so sehr geachtet, was die anderen hinter mir gemacht haben. Ich habe einfach versucht, gut in mein Rennen reinzufinden, meine Zielpace etwa anzugehen, die ja so etwa zwischen 3:05 und 3:10 pro Kilometer lag. Das hat auch echt gut geklappt und ich habe dann relativ schnell keinen hinter mir gehört und dann war mir schon klar, dass es im Endeffekt mein Rennen gegen die Zeit ist und ja, ich habe dann einfach versucht, meine Geschwindigkeit so möglichst konstant wie es geht eben durchzuziehen. Ab Anfang der zweiten Runde hatte ich dann auch ein paar Probleme mit leichtem Seitenstechen. Das bin ich dann leider auch nicht mehr losgeworden bis zum Ende, aber es war jetzt nicht so schlimm, dass mich das großartig beeinträchtigt hätte. Also ein unangenehmes Ziehen, aber ich habe versucht irgendwie durchzuziehen und möglichst schnell zu finishen und meine Zeit vom letzten Jahr zu schlagen, was mir im Endeffekt auch glücklicherweise gelungen ist. Ich glaube, ich bin so etwa 15, 16 Sekunden schneller gelaufen als letztes Jahr. Unter den Bedingungen dieses Jahr ist es auf jeden Fall eine wirklich gute Zeit, mit der ich sehr zufrieden bin. Mein Ziel oder meine Traumvorstellung wäre schon, vielleicht sogar knapp unter die 31 oder an die 31,0 ranzulaufen. Und ich denke auch, dass ich die Form schon habe. Ich denke, dass es absolut möglich wäre, aber ja, gestern bei den Bedingungen war das dann doch einfach nicht ganz möglich. Also die Bedingungen waren schon deutlich langsamer als letztes Jahr mit der Nässe, mit der Rutschgefahr, dem mangelnden Grip am Boden. Ja, war einfach gestern nicht mehr drin, aber grundsätzlich denke ich schon, dass auf einer schnelleren Strecke, vielleicht auch mit ein bisschen stärkerer Konkurrenz, wo ich vielleicht mich auch mal ein bisschen im Windschatten der anderen Läufer nicht ausruhen kann, aber ich sag mal, ein bisschen noch Energie sparen kann, ist definitiv eine Zeit unter 31 Minuten auch drin, denke ich. Aber im Endeffekt halte ich mich jetzt nicht so sehr an den Zeiten, an den Zahlen fest. Das ist mir ehrlich gesagt nicht so wichtig. Hauptsache, ja, die Intensität war gut, wir hatten Spaß. Die Nürnberger Winterlaufserie ist echt ein tolles Event, kann ich nur jedem empfehlen. War bisher immer sehr gut organisiert, die Events. Und ist einfach
Ich finde, es muss nicht immer der große Stadtmarathon oder Halbmarathon sein mit Tausenden von Teilnehmern. Manchmal ist es echt ganz schön, auch einfach die lokalen Events mitzunehmen. Mit, ich weiß gar nicht, 200, 300 Teilnehmern war das. Es ist einfach, ich sag mal, ein harter Lauf in guter Gemeinschaft. So kann man es vielleicht ganz gut ausdrücken. Also die Stimmung war toll und ja, insgesamt steht der Spaß natürlich auch irgendwie im Vordergrund. Zweiter wurde der Christian Reusch, mit dem ich ja auch öfters hier in Bayreuth generell trainiere, auch Radfahre und schwimme. Dann Andi Dreiz war am Start, der ja mittlerweile auch in Nürnberg wohnt. Hat mich natürlich auch gefreut, ihn an der Startlinie zu sehen. Ich wollte hier einfach nur mal wieder mitlaufen. Und eine Startlinie ist unheimlich schön, vor allem bei einem Lauf. Ich weiß gar nicht, wann ich den letzten Lauf gemacht habe. Und es ist einfach schön, hier mit Gleichgesinnten in einer entspannten Atmosphäre zu laufen. Wer will, kann Wettkampf laufen, wer will, läuft Tempolauf. Und ja, bin sehr zufrieden mit meinem Lauf. Bin schön konstant durchgelaufen, knapp 103,30 Pace. Das ist jetzt zum Saisoneinstieg genau da, wo ich sein will. Ich kenne Tom ja schon ein bisschen und Tom ist da im Laufen natürlich eine absolute Granate. Also da hätte ich selbst in meiner Bestform hätte ich es heute wahrscheinlich nicht geschafft, bei ihm mitzulaufen. Das ist schon eine herausragende Zeit und bin mir sicher, dass wir seinen Namen demnächst auch noch öfter hören werden. Als nächstes wird dann ein Q&A-Video kommen. Falls ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich freue mich auf jeden Fall über jeden Kommentar, aber auch über anderes Feedback, ganz wie ihr wollt. Ich freue mich über jedes Like. Könnt gerne auch abonnieren, falls ihr das noch nicht getan habt. Und ja, ich freue mich einfach, euch im nächsten Video wieder zu sehen. Bleibt gesund und trainiert fleißig.